Moin meine Lieben, ich bin Mo von VR, das ist Mo Tensen und ich habe mir gestern Green Hell VR auf der Playstation VR angeguckt. Auf der Playstation VR 2. Ich habe das schon vor einem Jahr auf der Quest gemacht, also die mobile Version. Fand ich auch ganz anständig. Und vor 2 Jahren auf dem PC. Ja, da hatte ich mir eine Demo angeguckt. Diesmal hat mich jetzt interessiert, wo sind jetzt wirklich die Unterschiede zur PlayStation VR 2 Version? Und was ich sagen muss, ist momentan, das ist so eine Melange aus allem. Ja. Scheinbar ist der Kern, der Basisaufbau der PlayStation VR-Version, abgeleitet von der mobilen Version. Sie ist aber grafisch extrem aufgebohrt. Inhaltlich weiß ich leider nicht, wie sich die Mobil- und die PC-Version nach hinten hin unterscheiden. Da wisst vielleicht ihr mehr als ich. Schreibt es gerne mal hier in die Kommentare, falls jemand die mobile und die PC-Version gespielt hat. Für alle anderen ist das vielleicht interessant. Ich habe jetzt mal ein Video zurechtgeschnipselt, in dem wir alle 3 Versionen immer hintereinander vergleichen. Erst PlayStation VR 2, dann direkt die Pico-Version, die ich für die mobile Variante rangenommen habe, und danach noch eine PC-Version. Nun können wir schön sehen, wo die Unterschiede sind. Und ich muss tatsächlich sagen, abgesehen von der Auflösung, die auf der PlayStation VR nicht so dolle war, finde ich die Version eigentlich mit am schicksten. Allerdings hat sie natürlich nicht so viel Weitsicht wie die PC-Version. Aber das werden wir jetzt sehen. Okay, hier sind wir direkt am Start, da an dieser Klippe. Sieht sehr schön aus, viel Vegetation, auch so ein Glow-Effekt bemerkt man hier. Ganze Belichtung macht einen netten Eindruck, kann man machen. Ja. So, hier die Pico-Version, alles runtergedampft und was auffällt, hier ist die ganze Sicht durch so einen Nebel deutlich gedämmt und ja, es ist einfach nicht so viel schönes Licht da. Ja. Alles wirkt ein bisschen grauer und dunkler. Das ist jetzt PC. Ja, hier ist es auch komplett anders. Hier sind die Felsen relativ strukturiert. Das sind gar nicht so viel mehr Pflanzen. Und das Licht hat eine ganz andere Wirkung hier. Ja, das muss man mal sagen. Und vor allen Dingen, wenn wir uns jetzt mal runterdrehen zur Klippe, machen wir das? Machen wir nicht? Okay. Ist halt die Weitsicht viel anders. So, jetzt gehen wir mal durch den ersten Weg hier auf der PlayStation. Super viel Vegetation, schönes Licht und auch die Felsen haben sehr viel Strukturen. Ja, das macht eigentlich einen ganz angenehmen Eindruck. Ist natürlich hier alles jetzt sehr tunnelig. Ne? Man geht hier immer sehr verdeckte Gänge lang, so wie auf der mobilen Version. Und da ist ja auch schon selber Weg hier durch und hier ist wirklich, ja, Texturen sind weniger aufgelöst, die ganzen Pflanzen sind deutlich weniger und eckiger. Und vor allen Dingen, was mir immer auffällt, ist aber das Licht hier. Ja? Hier fehlt echt das Licht an allen Ecken. Dafür gibt es aber Nebel. Also es sieht immer alles ein bisschen düsterer aus. Vielleicht fällt euch auch zum Rand hin das Forward Rendering stark auf bei der mobilen Version. Hier jetzt die PC-Version. Die hat einfach einen komplett anderen Gang. Der ist nicht direkt vergleichbar. Aber hier sehen wir auch wieder, dass eigentlich gar nicht so viel mehr Pflanzen sind. Es sind dafür aber mehr Strukturen in den Felsen. Es gibt aber auch hier ein krasses Level of Detail Geschnatter. Und irgendwie gefällt mir das Licht hier nicht so gut. Es ist gut, aber nicht so geschmeidig hier. Hüpf über den Baum. Jetzt sind wir gleich beim Lager, wie bei der PlayStation VR-Version. Da wirkt das alles sehr sonnig und nice, finde ich. So, hier ist Struktur, Pflanzen sind da. Jetzt schnappen wir uns eine Banane. Jo. Die Bananen sehen auf allen Versionen gleich aus, glaube ich. Ja, hier haben sie fallen lassen. Na, ja. Und hier jetzt die Pico-Version, auch hier Hüpfer. Hier merkt man halt auch, ja, es ist alles detailarmer, aber was einen ganz großen Unterschied macht, ist wirklich das Licht hier. Ja, nicht nur, dass alles im Nebel versinkt, sondern auch so ganz düstere, dunkle Stellen gibt es hier, die einfach nie so richtig gut aussehen. Ja, Banane ist genau dasselbe. Ja. So, noch eine. Und hier PC-Version. Hier sieht man es rechts offen. Ja, da kann man schon das Lager sehen. Aber es ist eigentlich derselbe Weg. Und hier links ist jetzt auch wieder unser Bananenbaum. Ja. Vegetation ist natürlich fantastisch. Hier ist alles auch schön detailliert und gut aussehend. Man muss aber übrigens auch sagen, dass die PC-Version performancemäßig die Hölle ist. Ja. Jetzt gehen wir ins Lager von links auf der PlayStation VR 2. Sieht alles gut aus, schöne Schatten auf dem Boden. Aber die ganze Front da hinter dem Tuch, ne, Banane ablegen, die ist halt auch durch Felsen verdeckt. Ne? So kann man sehen, wir sind jetzt auf so einer Lichtung, in so einem kleinen Tal quasi. Hier vorne ist der Fluss, da hinten geht es einen Hang hoch. Jetzt kommen wir auch von links ins Lager auf der Pico. Hier eigentlich dasselbe, aber alles in grob und dunkel.
Und die Schatten sind halt auch sehr, sehr grob hier. Ne? Man sieht da wirklich die faustgroßen Pixel. Ja. Und auch hier die Weitsicht ist halt durch sehr viel Wände beschränkt. Auf dem PC kommen wir von rechts in das Lager. Und hier sieht man jetzt auch ganz deutlich, dass die Weitsicht halt weiter ist. So, dafür hat die Kiste hier irgendwie keine Texturen oder ganz wenige nur. Ja, das ist wiederum auf der PlayStation besser. Interessant. So, aber hier sehen wir jetzt, woher wir gekommen sind. Da hinten ist der Weg und nicht Felsen, die das alles verdecken. Ja, immer mehr Weitsicht. Jetzt sind wir im Zelt auf der PlayStation. Ja, hier Propeller. Man kann alles gut erkennen. Ja, Kisten stehen da. Nicht sehr viele Gegenstände, aber das, was da steht, sieht eigentlich alles gut aus. Ja, hier Taschen, jetzt gehen wir raus, da ist die erste Kiste mit wesentlich mehr Details als auf dem PC. Schnappen uns das Messer und hacken mal ein bisschen auf den Pflanzen rum. Zack, das funktioniert. So, zack. Bisschen Physik ist auch da, merkt man gerade hier an der Kiste. Ja, was will man mehr? Ich finde, der Baum sieht auch schön detailliert aus, was die Borke angeht und so. Das ist alles cool. Hier auf der Pico super dunkel im Zelt, man kann kaum was erkennen. Hier ist das Dokument wieder, sehr schön. Und ja, es sieht einfach nicht toll aus drin, echt jetzt. Jetzt gehen wir mal raus. Draußen ist es auch immer so. Es gibt halt immer hier sehr dunkle Flecken auf der mobilen Version. Ne? So, Shading ist eigentlich okay für eine mobile Version. So, Pflanzen deutlich weniger, deutlich eckiger, können wir trotzdem zerhacken. Und hier ist an der Stelle nicht der Baum. Jetzt sind wir auf dem PC, guckt euch das mal an. Ne? Hier kann man auch alles schön sehen und vor allen Dingen hier ist es echt vollgestellt, diesmal mit Sachen. Ja, und die kann man natürlich auch alle anfassen und so weiter. Ja, also das zieht auch Performance. Hier ist das Dokument wieder und da ist die Tasche. Jetzt gehen wir raus und haben da auch wieder die Kiste stehen. Ein bisschen anders verteilt als bei den anderen Versionen. Ja, und hier gibt es auch nicht so Glow-Effekte. Aber boom, Pflanzen können wir zerhacken. Sogar mit einer kleinen Staubwolke diesmal. Und der Baum hier ist genauso detailliert wie auf der PlayStation-Version, aber mit noch ein bisschen mehr Gerümpel. So, jetzt gehen wir zum Fluss, Leute. Hier kann man sehen, PlayStation-Version. Ja, Wasser kann man gut erkennen, ist jetzt kein Weltwunder, aber es bewegt sich und viel Licht und Schatten ist halt da. Ja. Schöne Seerosen oder wie die heißen, auch gut, aber das Wasser macht auch keine Effekte, wenn man drin rumwühlt. Ja. Horizon lässt grüßen, da geht das alles. Auch der Rückblick ist immer ganz nett. Wie gesagt, das Bild ist verdeckt, aber sieht halt cool aus. Hier ist jetzt die Pico-Version genau derselbe Run. Alles ein bisschen trister natürlich. Der Fluss ist auch da, hat sogar ein bisschen Gischt-Texturen drauf und ist auch in Bewegung. Ja, hat auch eine Oberfläche, die in Bewegung ist. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Sogar die Seerosen sind da nicht so detailliert und weniger Büsche und alles fällt auf und vor allen Dingen aber wie immer Nebel und nicht dieses klare Sonnenlicht. Hier beim PC finde ich den Lichteinfall immer komisch, weil durch die ganzen Blätter, also der ist vielleicht physikalisch realistischer, aber der Boden sieht immer so gescheckt aus. Das finde ich ästhetisch auch nicht so toll. Aber jede Menge Pflanzendetails und jede Menge mehr Weitsicht, aber der Fluss hier ist auch nicht so der harte. Ne? Sieht aus wie so ein bisschen braune Brühe. Und was auch auffällt, ist, dass die Felsen zum Beispiel stellenweise auch recht kantig sind. Ne? Aber die haben gute Texturen drauf. Und ja, ich glaube, an der Stelle können wir das Ganze mal verlassen. Ihr merkt, was eigentlich so der Tonus ist. Also tatsächlich, die PlayStation 2 Version basiert auf den mobilen Versionen, hat aber deutlich abgegradete Grafik. Auflösung wiederum fand ich jetzt nicht so absolut bemerkenswert bei der PlayStation. Da ist sie wirklich so im okayischen Mittelfeld. Aber da kann man vielleicht noch einen drauflegen. Vielleicht gibt es da noch einen Patch. Sie sieht aber wirklich wesentlich schöner aus als die mobilen Versionen. Und ich finde tatsächlich ästhetisch kann sie sich mit der PC-Version auch gleichstellen. Das sieht auf der PlayStation teilweise sogar ein bisschen besser aus. Aber auf dem PC könnt ihr natürlich je nach Gerät die Auflösung hochschrauben, wie ihr wollt. Das ist natürlich auch ein kleiner Vorteil. Ihr braucht da aber wirklich Hard Performance. Green Hell VR auf dem PC ist halt wirklich nicht sehr performant. Dafür habt ihr die ganze Zeit wirklich viel Weitsicht. So, das sind nur Grafikvergleiche. Wie die Spiele inhaltlich sind, wie gesagt, kann ich euch nicht sagen. Ja, das müssen wir mal rausfinden mit der Zeit. Ich hoffe, ihr findet es trotzdem ganz interessant. Und damit bin ich erstmal draußen. Ich freue mich über ein Däumchen. Vergesst das Abo nicht. Das war's von mir.
Bye bye. No Man's Sky, auf jedes First Impression kannst du dich verlassen. Also lass ein Abo da, dann kannst du nichts verpassen. Ob auf Rügen in geschlossenen Buden mit gutem WLAN. Hier gibt's heute kein Schnitzel, Alter, was geht, man? Oder direkt von der Messe mit dem Phone. Voller Einsatz, der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mo Fun VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo Tensen, Mo Fun VR.